Willkommen im Tartaria Channel. Es gibt Mythen, Sagen oder auch die Bibel, die Zeugnisse von Menschen sind, die in dieser Zeit lebten und es niederschrieben. Es steckt doch immer ein Funke Wahrheit dahinter, oder nicht? Du stellst dir sicherlich die Frage, was es mit den Skulpturen zu tun hat. Mich hat ein Video zum Nachdenken gebracht und fing an, alles zu hinterfragen, doch dazu später. Um es zu verstehen, welche Theorie ich verfolge, muss ich etwas ausholen. Fangen wir an. Evita Blömer. Sie beschäftigt sich schon lange mit besonderen Themen, wie auch an diesem Beispiel. Sie erklärt, wie die alten Bauwerke entstanden sein können. Wie wir wissen, sind die Bauwerke schon mit ihren Verzierungen, Kuppeln, Fenster usw. weltweit gleich. Bis auf ein paar regionale Einflüsse, aber diese sind im Aufbau identisch. Auch sie fragte sich, wie die Menschen damals so präzise und perfekte Gebäude anfertigen konnten, wenn sie doch nur einfaches Werkzeug zur Hand hatten und nicht so gebildet waren. Hinzu kommt noch die Größe und das Gewicht und die Menge der einzelnen Bauteile. Mit den heutigen modernen Maschinen, Kränen und Transportmitteln ist es schwer bis kaum möglich. Allein die Kräne haben eine Maximallast von knapp über 14 Tonnen. Damals war die Bauzeit relativ schnell, so steht es in den historischen Büchern. Heute sind noch immer zum großen Teil, sofern sie nicht zerstört wurden, sehr viele erhalten geblieben. Wichtig ist zu erwähnen, dass dafür gesorgt wurde, durch Kriege oder Katastrophen, sowie die Auslöschung des großen Teils der Menschheit, wie durch Schlammflut zum Beispiel. Das Wissen wurde bewusst falsch in den Büchern geschrieben oder mündlich weitergegeben. Es muss doch eine Hochtechnologie existiert haben, die das bewerkstelligen konnte. Gab es auch Strom, eine Energieversorgung? Oder war alles wirklich nur Handarbeit? In unserem Video Starfort haben wir darüber berichtet, dass sie ein Kraftwerk waren, aber nicht wie sie gebaut wurden. Ich verlinke es euch am Ende dieses Videos. Wenn man sich die Gebäude genau ansieht, ist vieles aus Granit oder Marmor verbaut worden. Uns sagt man, dass sie aus dem Felsen gehauen wurden und dann zum Platz gebracht wurden. Granit ist ein sehr hartes Gestein und muss heute mit Spezialwerkzeug, Diamantwerkzeug zum Beispiel, bearbeitet werden. Wie du sehen kannst, sind in dem Megalith am Rand Kerben. Sie dienen zum Festhalten an einer Drehbank. Und Spuren von der Bearbeitung sind immer noch vorhanden. Sie reden immer von Megalith und Monolith. Was bedeuten diese Begriffe? Nun, Megalith bedeutet groß und Stein. Monolith bedeutet ein oder einzeln oder Stein. An einem Stück kann man sagen. Wenn wir es aus dem Russischen übersetzen, bedeutet Lith Gießen. Ist das ein Zufall? Jetzt wird es interessant. Ein Professor Dr. Josef Davidowitz hat folgende These aufgestellt. Die Pyramiden von Gizeh bestehen nicht aus Naturstein, sondern aus Naturbeton, auch Geopolymer genannt. Niemand musste Megalithe nach irgendwo schleppen. Es wurde direkt vor Ort gegossen und würde auch einiges erklären. Weltweit können wir Megalithen sehen oder eher doch Monolithe? Jetzt stelle ich mir auch die Frage, wie viel davon sind vielleicht auch Fälschungen? Und uns wird es als historisch verkauft. Es gibt auch Qualitätsunterschiede
Und wie ich schon erwähnte, wurde es nicht nur auf Papier geändert, sondern auch in den Bauwerken. Aus einem anderen Kanal, New Earth genannt, habe ich ähnliche Aussagen bekommen. In diesem Video gehen sie in die Skulpturkunst ein und beleuchten das Handwerk genauer. Wie ihr seht, sind sie so detailreich und wirken sehr lebendig, wie eingefroren. Heute haben wir 3D-Drucker, aber auch die sind noch nicht so perfekt im Endprodukt. Auch sie haben Informationen bekommen, dass einige Historiker von Techniken sprachen, die die Generationen vor uns anwendeten und lehrten. Hier kommen wir auch wieder auf das Thema Geopolymer, Naturstein. Sie wurden gegossen. Sie erwähnten auch, dass die Reihenfolge der Anfertigung dem heute umgekehrt abgelaufen ist. Wir werden bewusst im Ungewissen gelassen oder falsch gelehrt. Sind Maschinen zum Einsatz gekommen, wie die 3D-Drucker? Man kann leichte Defekte wie bei den heutigen Druckern erkennen, wie zum Beispiel die Bohrlöcher. Oder sind auch hier Fälschungen? Alte Skulpturen sind wenig bis keine Herstellungsfehler zu sehen. Man kann auch hier davon ausgehen, wie bei den Pyramiden, dass diese nicht wirklich alt sind, obwohl sie in Museen als historisch angegeben wurden. Sie hat auch etwas über ein Buch aus dem 19. Jahrhundert erzählt, wo die Technik erklärt wird, wie Stein erhitzt, weich wie Tonmasse, chemische Zusätze, gegossen, galvanisiert. Diese Beschreibung werden wir euch jetzt aus einer Übersetzung erklären. Wie ist es möglich, solche Skulpturen zu formen? Genauer gesagt, brauchen wir eine Technologie, die es ermöglicht, Figuren mit Hilfe von Ton zu kopieren. Und wie wir erkennen können, gab es so eine Technologie. Im Jahre 1839 entwickelte Boris Jacobi das Galvanoplastikverfahren. Merkt euch den Begriff, den heute nur Spezialisten kennen. Es war ein Durchbruch im 18. Jahrhundert, eine Technologie, die viel erklären könnte. In einfachen Worten war es eine Technologie, die das Kopieren von Medaillen, Reliefen und Statuen ermöglichte. Im Bild zu sehen ist ein Buch mit Sammlungen von Arbeiten und Kunsthandwerken für Kinder allen Alters aus dem Jahre 1885. Zitat: Galvanoplastik: Vor ca. 30 Jahren war der Fokus auf das Kopieren von Reliefexemplaren gerichtet. Diese Kopien wurden aus Kupfer angefertigt und besaßen feinste Muster und Konturen, die dem Original entsprachen. So wurde auch klar, dass diese Formen nicht gegossen wurden, weil die Stärke bzw. Dicke sehr gering war. Sie wurden auch nicht gepresst, da die linke Seite nicht völlig glatt war und aus kleinsten Körnern bestand. Die Verwunderung war groß, als festgestellt wurde, dass die Kopien aus kleinsten Kupferkristallen bestanden, die sich auf die flüssige Mischung absetzten, die wiederum aus Kupfer bestand. Die Besetzung der Kupferkristalle wurde mit Hilfe von Elektrizität ermöglicht. Dieser Prozess ist so einfach und leicht umzusetzen, dass viele unserer Leser bald anfangen werden, verschiedene Reliefe zu kopieren. Zitat Ende. Ein Auszug aus dem Buch Physik, Meteorologie aus dem Jahre 1860. Zitat: Wir erinnern weiter an die Galvanoplastik-Methode, mit der es möglich ist, Marmorabbildungen originaltreu und mit wenig Aufwand zu kopieren, was mit der menschlichen Hand unmöglich und nicht zu schaffen ist. Zitat Ende. Ein Auszug aus dem Buch Galvanismus im technischen Einsatzbereich 1844. Unter dem Begriff Aufschlussgefäß oder auflösender Behälter gibt es die folgende Anmerkung. Diese Gefäße sind dafür geeignet, um große Alabastformen zu kopieren, zum Beispiel Henninger, Figurenreliefe aus London, Gravuren von Skripten der Raphael-Bilder und helgischen Marmorstatuen. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde oft das Gravurplastikverfahren eingesetzt und sogar im Jahre 1846 war diese Technologie in Gesetzen festgehalten worden,
Darin gab es Verbote, Kopien von Kunst zu erstellen. Auch zu beachten ist, dass diese Galvanoplastik-Methode heute noch angewendet wird. Es wird sogar mit dem 3D-Print verknüpft. Man findet viele Angebote im Netz. Als Material wird Kupfer verwendet. Der Detailgrad ist beeindruckend. Es wird auch die Wahrheit gezeigt, wie in St. Petersburg. Wie ihr hier seht, sind das Büsten, wo alles angegeben worden ist, aus welchem Material, Zusammensetzung und Anfertigung. Wer sagt uns denn nun die Wahrheit oder verschweigt uns etwas? Heute reden wir von Fantasie, Märchen, Sagen, aber wie überall sind auch hier Wahrheiten eingebaut, weil man es nicht sagen durfte, geschweige denn niederschreiben. Was ich sagen möchte, und wir haben es schon in ein paar Beiträgen behandelt, gab es Riesen und andere Wesen, die auch in der Bibel genannt wurden. Filme zu Genüge, wo eigentlich viel Wahrheit gesagt wird, nur als Science Fiction deklariert ist. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil unseres Videos, wo wir über die Versteinerungen reden werden. Und ich möchte euch auch ein paar Bilder zeigen von Mud Fossils. Wenn du genau hinschaust, erkennst du Strukturen, Formen, wie hier noch erkennbare ganze Körper oder Teile von Gliedmaßen oder Organen, wie auch Knochen. Es gibt auch welche, die aussehen wie Pflanzen oder Tiere. Suche mal mit dem Begriff oder schaue genauer in deine Umgebung und du wirst sie auch finden. Es ist alles vor unseren Augen. Mud Fossils bedeutet auf Deutsch Schlammfossilien oder auch Versteinerungen. Es gibt Versteinerungsprozesse, die auf organischem wie auf anorganischem Material stattfinden. Da gibt es auch zu Genüge Bilder im Internet. Diese verlaufen relativ zügig und wenn wir uns in den Dokus im Fernsehen das betrachten und hören, dass wir gesagt bekommen, sie sind 1000, wenn nicht bis zu 1 Million Jahre alt. Nun, die Zeitdatierungstechnik ist nicht wirklich möglich und auch nachgewiesen. Auch geologische Prozesse sind so rasant schnell, dass es wie gestern war. Auch hier gibt es Videos im Internet zu finden, ihr werdet staunen. Aber darauf werden wir jetzt hier nicht genauer eingehen. Eine These aus dem Kanal I Am Created ist sehr interessant und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Er bezeichnet die Skulpturen als Flood-Bodies, übersetzt Flutkörper. Damit trennt er die Flood-Bodies von 2 Typen an Mud Fossils, Schlammfossilien. Aus seiner Perspektive beruft er sich auch auf die Bibel und der Sintflut. Steigen wir ein. Aus dem Buch Henoch, Kapitel Sintflut. An jenen Tagen wird das Strafgericht des Herrn der Geister anheben, und alle Behälter der Wasser, welche oberhalb des Himmels sind, außerdem die Brunnen, die sich unterhalb der Himmel und unterhalb der Erde befinden, werden geöffnet werden.
Alle Wasser werden sich mit dem Wasser oberhalb der Himmel mischen. Das Wasser oberhalb der Himmel aber ist das männliche, und das unterirdische Wasser ist das weibliche. Alle Bewohner des Festlandes und unter den Enden des Himmels werden vernichtet werden. Moses, Kapitel 6, Vers 2. Da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen sie zu Weibern, welche sie wollten. Aus dem Matthäus, Kapitel 24, Vers 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Um das besser zu verstehen, habe ich mir für dich ein Video von ihm ausgesucht, das es beschreibt, und werde es für euch übersetzt zitieren. Er sagt Folgendes: Sie haben über unsere Ursprünge mit dem Urknall, Kosmologie und Jahwe gelogen. Sie haben über die Leichen aus der Flut gelogen. Bisher haben meine Recherchen auch ergeben, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit, als unsere berühmten Entdecker des sogenannten Mittelalters unterwegs waren, neues Land entdeckten. Diese römisch-katholischen Kirchenleute sind umhergezogen und haben alle Beweise der Flut gesammelt, wie Leichen und Knochen. Das wären alle möglichen Leichen gewesen, von denen die meisten während der Flut versteinerten. Der Grund, warum sie zu Stein wurden, hat etwas mit dem Schlangengehen zu tun, das alle Hybriden von ihren Engelsvätern erhalten haben. Die große Sintflut war ein echtes historisches Ereignis, und es waren echte Menschen und Tiere, die hier lebten. Das haben wir aus den Augen verloren, wenn wir darüber lesen. Die gesamte Weltbevölkerung starb, nicht einige, sondern alle. Der Gedanke, dass es keine Anzeichen für diese Population gibt, ist undenkbar. Es muss irgendeinen Beweis geben, dass sie hier waren. Und Jahwe hat mir den Beweis gezeigt. Weiter sagt er: Wir alle wissen, dass es Geschichten von Kreaturen und Menschen aus der Zeit vor der Flut gibt, die direkt aus dem Herrn der Ringe stammen. Ich werde sagen, dass solche Dinge gab und es gibt sie immer noch, Beweise für ihre Existenz. Diese Wesen, die ich dir zeigen werde, sind keine Statuen. Sie sind versteinerte Schlangenmenschen mit Schuppen und Schlangenaugen. Fangen wir mit der Beschreibung von Bild 1 an. An diesem Beispiel siehst du ein Schlangenhybrid. Sie wurde so in dieser Zeit eingefroren. Ihr Ausdruck im Gesicht zeugt von Angst, zu wissen, das Wasser tötet sie. Man kann noch immer sehen, wie das Wasser über sie rauscht und sie schwebt in der Flut, wie die Arme es zeigen. Die Haare flossen mit der Strömung, so erstarrte alles von ihr. Die Haut im Gesicht wurde von der Wucht des Wassers abgelöst. Ich habe die Stellen markiert. An der Position 1
Siehst du die erstarrten, eingefrorenen Haare? An der 2 die erhabenen Stelle auf der Stirn. Schau genau, es ist mehr als nur Augenbrauen. Es ist ein Zeichen ihrer Blutlinie. Die Position im Gesicht verändert die Y-Form, die wir dort haben, und verändert somit den Namen. Ja, der vertikal in der Mitte von oben nach unten auf unserem Gesicht geschrieben ist. Ich werde vorschlagen, dass dies das Malzeichen des Tieres ist. Die Stirnversion sowieso. Und ich glaube auch auf der Hand. Es ist eine Eigenschaft des Vaters, des Tieres. Die Hand beschreibe ich später noch einmal. Position 3. Dies ist eine Spitze, die ich bei mehreren ihrer Skelette gesehen habe. Meine Recherche und Untersuchungen haben ergeben, dass sie wie Neandertaler-Schädel aussehen, aber die wissenschaftlichen Interpretationen sind eine andere. Wenn es kein Mensch oder Tier war, ist es ein Schlangenkind. Die Schriften sagten aus, dass sich die Riesen Nephilim sich mit den Menschentöchtern vereinten und es entstanden die Hybriden, Schlangenmenschen. Henoch sagte es in seinem Buch. Hier noch Beispiele. Position 1 zeigt das Muster auf ihrer Haut, über das ich vorhin gesprochen habe. Sie sind auch normalerweise sehr kompliziert. Manchmal sind sie grünlich-braun oder hell gefärbt. Position 2 sind die Augen, ein offensichtliches Merkmal. Diese haben normalerweise einen guten Eindruck hinterlassen, nachdem sie ausgetrocknet sind, und es macht es leicht, sie zu identifizieren. Position 3 hebt die Muster darauf hervor und ist bei allen, die ich untersucht habe, üblich. Es hängt vom Klima und vom Wetter ab, in dem sie sich befinden, um zu bestimmen, wie gut sie erhalten wurden. Zitat Ende. Du merkst, es gibt mehr, als man im ersten Blick erkennen kann. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir, seine Serie anzuschauen. Nun, es ist wirklich viel hier gesagt und gezeigt worden. Und hier die Theorie, wie das Ganze stattgefunden haben könnte. Was kann man zu versteinerten Menschen und Tieren sagen? Wie kann man innere Flüssigkeiten in Stein umwandeln? Jeder beliebige Wissenschaftler wird sagen, dass es unmöglich ist, und die einzige Aussage lauten wird, dass es sich um Fakes und Fälschungen handelt. Kohlenstoff ist ein chemisches Element, was die Atomzahl 6 trägt. Das Element ist vierwertig, nicht metallisch, heißt, enthält 4 freie Elektronen für die Formierung kovalenter chemischer Bindung. Er befindet sich in der 4. Gruppe im Periodensystem. Silizium ist ein Element der 14. Gruppe, der 3. Periode mit der Atomnummer 14, als zweitverbreitetes, nicht metallisches Element in der Erdschicht, auch vierwertig. Unter normalen Bedingungen ist Silizium kaum aktiv, außer mit gasförmigem Fluor, und bildet dabei flüchtigen Tetrafluorid, Siliziumfluor 4. Silizium wird nur bei Temperaturen über 800 Grad brüchig und somit plastisch, heißt, aus ihm konnten keine Stämme oder Äste von Siliziumbäumen entstehen, vor allem nicht so hoch verdichtet wie im Vergleich zu Kohlenstoffholz. Sie würden einfach unter dem eigenen Gewicht zerbrechen. Ein Pionier der Versteinerungstechnik war Girolamo Segato. Er lebte von 1792 bis 1836. Er benutzte die Technik der Versteinerung im Bereich der Anatomie, der in Italien während des Jahrhunderts gedeihte. Der generalisierte Begriff Versteinerung in Stein verwandeln bezog sich eigentlich nicht auf einzelne spezifischen Techniken, sondern auf eine ganze Reihe verschiedener Methoden der anatomischen Konservierungen. Diese sind von vielen Forschern unabhängig entwickelt worden. Diese Wissenschaftler traten bald in seine Fußstapfen und erschafften einige der verblüffendsten Vorbereitungen in der ganzen Geschichte der Anatomie.
Sowohl von ihren Zeitgenossen gelobt als auch geächtet, haben sie das romantische Ideal in den Kreisen derer wie auch in der Gesellschaft gelebt, aber sie trugen das Geheimnis mit zu Grabe. Der Grund war, dass diese Art und Weise dazu führen könnte, so den Toten zu gedenken und es moralische Bedenken gab. Nun, in diesem Sinne ist die Tatsache, dass die Versteinerungstechnik eine italienische Spezialität war und diese eine Reihe kultureller, sozialer und politischen Faktoren zurückzuführen ist. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Fundstücke zeigen und damit auch alles abschließen und dich zum Nachdenken anregen. Es werden noch Fragen offen sein und vielleicht wird es noch ein Video geben, wo bestimmte Sachen genauer erklärt werden könnten. Bis zum nächsten Mal, dein Tartaria-Team. Danke fürs Zuschauen. Und lasst doch einen Kommentar und ein Like da. Vielleicht sehen wir uns auch in unserem Telegram-Kanal. Georgia, way across Georgia, there's a mummified dog stuck inside a tree. Some people say it's petrified. I don't know if it's mummified. I've not been there yet. But anyway, how can a dog get mummified just in probably a few years? Chased a coon up the tree, got stuck. They named it Stucky, of course. That's the name for the dog. They had a contest to name it, and so they called it Stucky. They cut the tree down for firewood. There's a dog inside. Here's a petrified cowboy boot with the cowboy's legs still in it. The boot was made in the 1950s. Got his leg shot off or torn off or who knows what, but there's his leg petrified. Here's a petrified fish giving birth. Petrified hammer was found from a Marine barracks from World War II. Petrified hammer. Petrified hat found in New Zealand. There's a kid sent me this right here on the table, a petrified crayon found in Arizona. I mean, the crayon is turned to stone. We have right here a petrified pickle. It's in our museum. Well, it's here tonight, but a guy sent me this and the jar with it. The jar is still in our museum. He said, Brother Hovind, I found this old house in Montana. The roof was gone. The house had been empty at least 30 years. But we were digging around through what's left of this house and found the pantry. And there were pickle jars in there, but the lid to one of the jars rusted, and the pickle inside turned to stone. Would you like it for your museum? I said, well, yeah, of course. One kid wrote me a letter. Here's the letter right here. He said, Brother Hovind, I was 8 years old doing a science experiment. I put a bunch of acorns in a bucket of water to see if they would sprout. And I forgot about them. A year later, my mom saw the bucket on the back porch. She said, get rid of that bucket and all that junk out there. He said, the acorns had turned to stone in 1 year. I have right here a baggie of petrified acorns. It doesn't take long, folks. Don't let them tell you it takes millions of years for things to petrify. It's not true. A guy sent me a picture of a petrified pin cushion.
The pin cushion, you can see the pins had rusted off, except where you can see the rust marks where the pins had been stuck in there. Petrified pin cushion. They dug up a grave in Tennessee several years ago. They found the body of the person inside the grave had petrified, turned to stone. The doctor died and they buried him. 14 years later, his wife died. This is back in 1881. They dug a hole to bury Grandma, and water went into the hole. And they thought, oh, we don't want to bury Grandma in the water, so they buried her someplace else. Then the kids got worried about Grandpa in that moving water. He hit an underground spring, apparently. So they dug up Grandpa. He'd been in the ground 14 years. And the article says, the occupant of the coffin had been turned to stone, presumably as a result of the continual flow of water. It said the arms had rotted off, but the rest of the body had turned to stone, petrified.